Dieses Fahrzeug wird von einem Trucker gefahren, von einem Fernfahrer, der wirklich sehr bekannt ist. Er ist unterwegs auf den wildesten Straßen der ganzen Welt und er hat dieses Fahrzeug im Moment in Benutzung, ein Scania, sogar etwas neueren Baujahrs mit einem Tabat Comtesse obendrauf, ja, einem ganz tollen Wohnwagen. Und ja, wir werden uns heute mal ein bisschen unterhalten über, ich sag mal, nicht sein Hobby, sondern seinen Beruf, dass er so ein kleines bisschen zum Hobby gemacht hat. Und er hat ein Wohnmobil gebaut mit Hilfe eines Wohnwagens. Ich grüße dich, Roland. Hi. Du bist ein ziemlich interessanter Typ. Wenn du dich mal gerade umdrehst, bitte, dann zeige ich mal gerade was. Du hast dieses Fahrzeug hier gefahren, das heißt, du hast Diesel, oder was ist da drin? 50.000 Liter Diesel. 50.000 Liter. Pro Fuhre, also Ice Road Truck Roland. Von Yellowknife zu den Diamantenminen am Arctic Circle. Am Arctic Circle, das heißt, du fährst darüber? Du fliegst darüber, oder? Da fahren wir rauf. Im Konvoi 4 bis 5 Trucks. 63 Tonnen Gesamtgewicht mit 25 Kilometer. 200 Kilometer später mit 35 pro Stunde, bis wir bei der Mine sind. Ja, du hast mir erzählt, die Trucks laufen monatelang sogar durch, der Motor wird nicht abgestellt. Nur zum Öl kontrollieren, die Haube öffnen, Stab raus, rein, Motorhaube zu und wieder starten. Okay, damit er warm bleibt. Ja, dass wir nicht verfrieren in der Nacht in der Schlafkabine. Wir reden aber richtig harte Temperaturen, oder? Ja, am 7. Februar diesen Winter war es in Yellowknife minus 51 Grad Celsius. 51? Bei der Diamantenmine war es minus 65. Sag mal, wenn man spricht über minus 65 Grad, ja. Ist das so, du gehst raus und da friert dir sofort die Lippe ab, oder wie? Nein, bei minus 65 gehe ich nicht mehr raus. Bei minus 50 schon zum Abladen, ja. Aber Spezialkleider, Spezialschuhe und zugedeckt, dass du nur die Augen siehst von mir. Krass, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also minus 50 Grad, das ist so, dass dir das Sektglas oder der Sekt im Sektglas sofort gefriert, oder? Ja. Nein, das musst du mal erleben. He? Das habe ich jetzt 3-mal gemacht. 2008, 15 und jetzt wieder. So, du liebst den Sound. Das hier ist V8 Sound. Haben jetzt alle Scania V8, oder? Nein, der ist der Jahrgang 2000. Und der Sound, das ist speziell. Und der Motor wird wieder neu gebaut bei Scania. Und der wird viel gebraucht. Und viele schwören auf V8 und ist auch zu heute gut im Verbrauch mit Diesel. Ja, Blick hat ein tolles Video von dir gemacht. Die haben dich genannt so ein bisschen, wie soll man das sagen? Bärenstark. Außerordentlich, einmalig. Und ja, da haben sie mich ausgesucht von 4 und ich bin jetzt 50 Jahre on der Road in Europe, Kanada, US und ich will weiter ein bisschen fahren und das ist mein Home und mein Beruf. Sag mal, die Zugfahrzeuge dort im Norden sind auch Scanias, oder? Nein, Nordamerika hat keine Scania. Ja. Ich war drüben mit meinem Scania für 2 Jahre. Okay. Aber du findest keine Ersatzteile, wenn etwas ist. Du warst mit dem drüben in Amerika? Ja. Von Antwerpen verschifft nach Halifax mit der deutschen Firma Seabridge von Düsseldorf. Das ist gar nicht so teuer, muss man sagen. Es kostet, glaube ich, 10.000. Was kostet das? Ja, so dieser Truck vielleicht 5.000 €, ein Weg. Und heute kann man sogar mit dem Schiff mitfahren. 10 Tage auf der Nordsee. Ja, du hast ein Martinshorn? Ja, nein, das ist das Horn von den kanadischen Lokomotiven. 150 Dezibel darfst du nur drücken, wenn keine Kinder oder Personen rundherum sind. Was heißt rundherum im Umkreis von 1 Kilometer? Nein, ich spiele nicht damit, oder? Das ist mit Kollegen ein Gruß oder so, aber fertig. Warte, ich zeige mal gerade, ist sehr laut, oder? Ja, 150 Dezibel. Das ist dafür gedacht, um Leute zu warnen, die auf dem Glas stehen? Das bekommst du im Internet von den Chromhändlern und in Amerika und so. Die haben alles.
Sag mal, das ist ja schon ziemlich crazy. Du hast, ich meine, ich habe schon einige gefilmt, die haben Wohnwagen auf einen LKW geschraubt, ja. Aber auf einen Scania, das habe ich noch nie gesehen. Nein, das musste ich die Bewilligung haben vom Chassis und alles von Schweden. Denn das ist der zweite Aufbau, das ist etwas länger. Und innen ist rustikaler und das gefällt mir. Ich habe mehr Platz. Ich habe ja im Werk von Tabat gefilmt. Ich werde das mal dem Chef vom Werk mal zeigen. Ja. Ich meine, der wird es wahrscheinlich schon kennen, aber der Comtesse, muss man sagen, der hat noch eine richtig tolle, schwere Qualität innen. Das ist nicht mehr vergleichbar mit den heutigen, oder? Die Fahrenden haben schon von vielen Jahrzehnten Tabat gekauft. Und die wussten, das ist eine gute Qualität. Und die Kabinetts aus Holz, das ist so heimelig. Und auch die Außenwände, du bist nicht mit dem Körper im Bett direkt an der Außenwand. Ja. Es ist eine Blende dazwischen, das haben nicht alle. So, sag mal, wo du bist. Das ist von 2008 rechts mit dem Bad. Das bist du? Ja, dort habe ich viel Zement geführt und Baumaterial zu den Minen. Und 2 Kollegen. Es hat in der Schweiz vielleicht 5 Ice-Road-Trucker. Du fährst immer noch? Ja, diese Saison war ich dort. Und wenn mein Boss anruft von Edmonton, ich brauche noch Leute, dann sage ich, im Januar komme ich hoch. Du bist ja schon über 50, oder? Ich bin 68. 68? Ja. Aber du gibst mir das auch nicht, oder? Nee. Ich habe nämlich eben gesehen, du hast kaum ein graues Haar. Unter dem Cap, ja, little bit, ja. So, jetzt ist ja so, jetzt wird den Schweizern ja nachgesagt, die sind schon erfinderisch. Muss man da erfinderisch sein eigentlich auf so Ice Roads, wenn mal irgendwas kaputt geht oder du kommst auf dem Weg ab? Du fährst im Konvoi. Einer hat was, der an der Spitze bleibt am CB, am Funk und meldet das der Security. Die fahren mit den Pickup-Trucks vorbei und die müssen alle Konvois stoppen auf Inseln. So dass, wenn wir mit dem Konvoi auf dem Eis sind, sofort stoppen mit Abstand und die anderen müssen dem Havarierten helfen. Wir haben Fittings und wir haben Schläuche, wir haben alles. Dann heißt es, die Klamotten anziehen und sofort roppen unter den Truck, bei dem das etwas fehlt. Damit er auch nicht einfriert, das geht ja schnell. Nein, dann wird das fixt und dann wird ausprobiert und dann wird weitergefahren. Darf ich da mal reingucken ins Führerhaus bei dir? Ja. Das war mal Winnipeg, Blaymore, Yellowknife. Und du musst mir einen Gefallen machen, bitte. Du musst das Fahrzeug unbedingt mal starten. Denn es gibt nichts Schöneres als ein V8 von Scania, sagst du. Ja. Ich habe den Sound auf meinem Phone. Ja. Wenn du mich anrufst, dann höre ich den Scania-Sound. Komm, wir machen das mal live, dass wir das mal sehen. Die Auspuffanlage ist hier und der Motor, den kriegt man gut hier mit, oder? Ja. Da ist er, ich passe auf. Da ist er jetzt. Das ist ein Teil des Motors. Wow! Großes Kino. Ja. Was ist das für ein Baujahr, das Fahrzeug? 2000. 2000. Ja. Und man kriegt die relativ günstig dann gebraucht? Ich habe in Occasion gekauft, Chassis-Kabine, so 11.000, 12.000 Euro. Was haben die gelaufen dann? 800 oder? Nein, der hat erst 500.000 Kilometer 500. gehabt. Jetzt habe ich 580.000. So, das ist dein Beifahrer, der heißt... Wir machen mal einen Besuch bei ihm, auf der anderen Seite. Das können wir gleich mal machen. Ich zeige mal ganz kurz das Cockpit, dass man das mal sieht. Sag mal, wenn du jetzt in Amerika fährst, langt da der Schweizer Führerschein in Amerika? Nein, ich musste den Führerschein machen in Kanada. Wie alle anderen Kollegen aus Deutschland, sind ja viele in Winnipeg. Das ist auch meine Stadt. Das ist noch eine harte Prüfung und eine Extraprüfung für Airbrake, für Bremsen. Sonst kannst du nur Solo fahren, ohne Auflieger. Okay, das heißt Airbrake, was heißt das, die Bremsen? Bremsen. Ja. Eine Bremsenprüfung ist ein eigenes Buch zum Studieren. Warum ist das bei denen anders? Das ist mehr Sicherheit. Und dann hast du alle Bewilligungen, wenn du diese Prüfung hast. Bis zum größten Bus und zum Motorrad, dann ist alles dabei.
Ist ja schon komisch. In Amerika können die Wohnmobile, glaube ich, mit Pkw-Führerschein gefahren werden, die großen, die 24-Tonner. Aber du brauchst dann wahrscheinlich, gut, das ist jetzt in Kanada nochmal was anderes, oder? Also 85-Jährige fahren mit einem Dreiachser Doppelstöcker Wohnmobil durch Kanada nach Alaska. Ja. Aber in Ontario, Kanada und eine andere Provinz ist fertig mit diesem, da brauchst du jetzt eine Prüfung. Das geht nicht mehr mit der Autoprüfung. Ist da eigentlich viel dran an so einem LKW, wenn man den jetzt kauft und der muss laufend gewartet werden? Stimmt das, dass sie immer wieder in Bewegung sein müssen? Das heißt, die gehen jetzt kaputt, wenn die lange stehen, oder stimmt das nicht? Nein. Der steht manchmal 6 Monate in der Schweiz und ich bin in Kanada. Du lässt ihn an wie am ersten Tag? Ja. Ich habe einen Hauptschalter für die Batterie, schalte aus. Die Batterie wird nicht benutzt durch irgendwie einen Stromverbraucher oder so. Und dann habe ich im Mai den Schlüssel rein gestartet. Ja. Der steht drinnen draußen? In einer Halle. In einer Halle. Das ist auch wichtig, oder? Ja, sicher. Der Bär braucht eine Sicherheit. So, und das ist übrigens dein Logo. Wer hat das gemacht? Das ist eine Firma von Holland. Ja, ABC Cartoons. Ja. Haben das gut gemacht. Das war der erste Aufbau. Und du siehst ja, das heißt immer so fahren, dass nicht ein Loch hineinfährst auf der Eisroad, oder? Toll. Was heißt das Tier eigentlich hier unten? Tier, das ist von früher. Transport internationale Routen gibt es immer noch, aber selten. Das ist jetzt da hast du in Holland verzollt und dann bist du durch Deutschland gefahren. Hast du eine Blomme bekommen? Ja. Und in der Schweiz an der Grenze oder im Zollfreilager oder beim Kunden hast du dann die Plombe weggenommen. Oder? Und das da SCR? Das war der Zollverschluss bei den Blachen. Das ist unser Verband. Schweizer Route, Schweizer Fahrer. Alle Restaurants, die uns angeschlossen sind, haben so eine Tafel. Und die haben Meals, also die haben Morgenessen, Mittagessen, Nachtessen. Du kannst duschen und du hast eine Parkmöglichkeit. Toll. Ja. Hier vorne siehst du auch das Zertifikat Federal. Das ist von meinem Beruf. Ich habe den erlernt, Lastwagenführer. Das war ein neuer Beruf von 1968. Das ist die neue Winterplakette von dieser Saison, wenn du dies zu Ende gefahren bist. Und die andere, die war von 2015. Ist das so eine Sammlerplakette, oder? Ja, die bekommt jeder, oder? Das ist ein Zeugnis, dass du das erledigt hast. Toll. Die Leistung von dem Motor, was hat der? 460 PS. 460 PS. Und der schluckt viel Diesel oder geht's? Ja, vielleicht 30 Liter. Oder? Okay. Je nachdem, ob ich 100 Kilometer schnell fahre oder 80. Das macht viel aus, oder? Ja, da kann man sparen. Wenn du jetzt fährst 80, bist du aber schon ein Hindernis für die anderen LKWs. Nein. Wenn ich sehe im Spiegel, es kommt einer, dann gebe ich Gas. Schneller. Ein bisschen Abstand. Schön. Sag mal, hier der CCB-Funk, da sagen ja viele, das wird nicht mehr benutzt, aber die Fernfahrer benutzen es noch? Ich hatte ihn in Kanada und kann ihn hier nicht benutzen. Ja. Das sind andere Frequenzen. Okay. Aber hier kaufe ich nicht nochmal ein Gerät. Das ist nicht mehr so benutzt? Nein, es ist nicht wie früher. Ja. Toll. In Kanada wird das jeden Tag. Dort haben sie ein anderes System, oder? VHF, VHF. Also es geht weiter und besser. Ja, aber das Gerät ist auch teuer. Im Westen von Kanada, alle kommunizieren über VHF. Oder? Ja. Ist nur so groß. Oder? Auch auf der Eisroad. Toll. Ja, mit diesem UKW. Ja. So, da steht er, unser Bär. Das ist mein Beifahrer. Der Name? Der Bär. Ja. Das ist auch ein Gag, wenn die Kinder reingucken und so. Am Blinklicht oder so und die Mutter, oh Simon, in der Kabine dort ein Bär und dann, ja, es ist grün, ich muss weiterfahren. Ich kann da. Ist das eine Schlafkabine? Oder? Ja, mit 2 Betten. Eines ist aufgeklappt und das andere geht hier durch. So ein Notbett oder quasi? Nein, ein richtiges, oder? Ja. Und das andere, für den zweiten Fahrer kannst du runterklappen. Und hat eine Standheizung auch drin? Alles Standheizung heizt auch den Motor, das Kühlwasser, wenn sie läuft. Ja. 18,6 Tonnen. Ich habe ihn runtergenommen auf 12. Was hat das für einen Vorteil, wenn er nur... Für die Steuern, oder? Er ist so, wie er da steht, 10 Tonnen. Okay. Was soll ich zahlen für 18 Tonnen? Ja, korrekt. Die ich benutze, oder?
So, das ist das garantierte Gewicht, oder 18 Tonnen. Und du fährst den jetzt wie lange schon? Ja, das ist seit 2011. Ja, ja. Seit 10 Jahren fährst du das Gespann? Ja, ja. Aber nicht nach Norden. Ja. Ich gehe nicht Finnland, Schweden, ich habe das in Kanada. Mhm. Ich komme höher als Reykjavik. Mit dem Breitengrad. Okay. Ja. Ja, mach mal zu. Also ich würde da gerne mal reinschauen in den Contest, wenn ich darf. Einmal ganz kurz mal. Aber der Staubsauger war nicht in Betrieb. Der war nicht in Betrieb? Nein. Du bist ja fast so witzig wie der Markus Löhrer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Fußballer. Nee, der Markus, der macht diesen Kanal Womo-Klick. Ah. Und ein ganz, ganz toller Schweizer. Und der ist immer in Deutschland viel unterwegs auf Stellplätzen. Und der ist auch immer lustig. Warte mal, ich komme mal hoch. Da bin ich. Das ist nämlich, ich liebe Tabat. Ich hatte selber einen Tabat-Wohnwagen, einen Doppelachser. Ja. Und was hast du jetzt gemacht, damit er hier fest ist? Hast du ihn fest geschweißt? Oder? Wir haben ein Hilfschassis gemacht und dann 4 Punkte, 2 hinten, 2 vorne. Und die haben wir fixiert auf dem Hilfschassis und verschraubt. Ja. Und der hat jetzt eine Verbindung auch zur Lichtmaschine, dass der geladen werden kann, die Batterie hier drin? Nein, das habe ich nicht. Gar nicht? Ich mache überhaupt alles mit Aufladen. Hier habe ich Leuchten. Hinten habe ich eine hier. Boah, du hast richtig viel Platz hier drin. Die mit allen Farben. Ganz modern. Wenn ich will. Toll. So, und das hier ist das Buch hier, Lifeline to Cold. Das ist das neueste Buch von der Ice Road. Ja, muss ich noch studieren. Ice Road heißt, du fährst richtig auf Eis, oder wie? So bin ich gefahren wie dieses Fahrzeug. Ja. Toll. Ich sehe rechts die Sonne raufgehen und hier runtergehen und nur Eis, der Horizont. Und ihr fahrt wie lange am Stück fahrt ihr? Manchmal 18 Stunden während 24 Stunden. Am Stück? Ja. Nein, nicht am Stück. Die längste Fahrt auf einem See, die erst bis 200 Kilometer, ist eine große Insel mit Reparaturwerkstätten, Restaurant und all dies. Bis dort sind 8,5 Stunden ohne Halt von Yellowknife aus. Ja. Boah, bist du ein Typ. Wenn du Diesel im Blut hast, was willst du machen? Ja, aber das ist so, du kannst wahrscheinlich nicht loslassen, wenn du 68 bist. Ich bin aufgewachsen ohne Auto. Unsere Familie hatte kein Auto. Also, ich zeig mal die Schlafstube. Du hast ja viel Platz hier drin. Du hast 2 Längsbetten. Ja, für mich alleine schon, ja. Dann noch ein Sofa hast du hier gemacht? Nein, ich habe 2 Betten. Okay. Aber das mache ich erst bereit, wenn jemand mitkommt. Ja, in der Schweiz ist ja DAB-Radio stark im Kommen. Hast du 2 Radios? DAB ist nicht gut. Der braucht mir so viel Batterien, da stimmt etwas nicht. Der kleine ist gut mit kleinen Batterien. Mit UKW, oder? Ja. So, da Wir unten. wollen UKW abschaffen. Und das ist nicht gut? Nein. Radio 24, der ehemalige Owner, der streitet darum, dass nicht abgeschafft wird. Ach stimmt, ja, das habe ich gelesen. Der hat mehrere Sender und der will das nicht. Wenn es hier nach minus 50 geht, dann ist... Jetzt haben wir 31 Grad. Boah, ich mag den Wohnwagen. Wo ist der her, der Wohnwagen? Hä? Wo ist der her, der Wohnwagen? Wo hast du den bekommen? Der habe ich von einem Händler von meinem Wohnort, ja. Und die gehen weg wie frische Semmel. Ja. Es sind nicht mehr viele. So viele mussten im eigenen Land jetzt Ferien machen. Ja. Letztes Jahr, dieses Jahr. Die haben dann... Kochen, was ist damit? Wie machst du das? Kochen ist hier drunter. Machst du das ab und zu? Kochst nicht? Du bestellst was oder wie? Ja, ich grilliere außerhalb oder so. Aber Kochen, ich mache Frühstück, ja, mit dem Wasserkocher, Kaffee und all dies. Aber Kochen hier und nachher schlafen im gleichen Raum. Macht keinen Spaß. Nein, das ist nichts für mich. Und der Grill, wo ist der Grill? Der Grill ist unten. Irgendwo. Irgendwo, versteckt. Für dieses Treffen brauche ich keinen. Toll. Komm, wir gehen mal runter. Ja, ganz viele Leute haben mir schon von dir erzählt. Ja, komm. Du bist eine lebende Legende hier in der Schweiz. So wie Joe.
Und hier oben filme ich mal ganz kurz runter. Ist schon schön hier, das Treffen, oder? Ja, das ist jedes Mal, auch letztes Jahr in Grüsch-Danusa, oder? Ja. Richtung Bündnerland. Das sind alles Gleichgesinnte. Jeder redet mit jedem, jeder hat eine neue Idee und so. Und das wird heute auch morgen ausgetauscht. Toll. Und man sieht sich auch. So, hier ist noch ein Scania-Kollege von nebenan. Der ist ein bisschen älter, oder? Ja, das sehe ich erst. Das ist von Holland, hat er mir gesagt. Ja, das ist ein einmaliges Stück. Also das habe ich noch nie gesehen mit der Doppelkabine. Roland, ja. So, wir machen einen Cut. Dann vielen Dank für das nette Interview. Ja. Bist ein toller Typ. Ja. Und das nächste Mal, du weißt schon, wann es wieder runtergeht? Keine Ahnung. Die rufen dich schon mal, oder? Ich mache keine Pläne. Okay. Nein. Du bist schon Rentner eigentlich? Ja, ich bin 68. Wenn die anrufen, ja, ich komme rüber oder erst im Frühling. Ich muss ich die Steuern machen drüben. Und zum Medical Test. Okay. Jedes Jahr ab 65 musst du zum Doktor. Was machen die dann mit dir? Medical Test für meine License. Ein Belastungs-EKG. Gucken, ob du noch lebst. Ja. Und lebst du noch? Ich lebe noch. Ich liebe das Leben. Sehr schön. So, wir sind heute, ich muss jetzt hier leider abmoderieren, denn ansonsten falle ich hier die Treppe runter. Heute am 21. August 2021 zusammen mit Roland, dem Ice Trucker aus der Schweiz. Und wir sind an keinem schöneren Ort wie Interlaken im Berner Oberland. Yes. Das ist wirklich im Kanton Bern. Du bist aus welchem Kanton kommst du? Aus dem Aargau, Nähe zur Grenze nach Waldshut. Danke. Tschüss. Ciao.